Das sind zwei super coole Werkzeuge, mit denen ich sehr, sehr gerne arbeite. Von der Firma Clover. Die Packungen sind leer. Ich habe es schon ausgepackt und damit gearbeitet. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Das hier ist ein Nahtroller. Unser Nahtroller kommt zum Einsatz, wenn wir Nähte auseinanderbügeln möchten, die wir nicht so sehr stressen möchten. Eine runde Naht, so wenn ich hier das jetzt auflege, dann sieht man die runde Naht, die fällt eigentlich schon ganz natürlich. Wenn ich hier jetzt hingehe und ich mache das mit einem Bügeleisen, dann ziehe ich die Naht in Richtungen, dann ist dieser schöne natürliche Fall von dieser Naht, der ist dann schon weg. Wenn ich jetzt sage, so ich gehe da so mit einem Finger drüber, dann stresse ich die Naht immer so ein bisschen, weil mit dem Druck von meinem Finger treibe ich meine Naht schon wieder in eine Richtung und ich erzeuge Beulen, wo vorher überhaupt keine Beulen waren. Das möchten wir nicht. Wenn wir so eine Naht haben, die tatsächlich so fällt, dann möchte ich auch, dass die natürlich weiterfällt. Und dafür ist dieser Roller wunderbar. Wenn ich mein gewelltes Stoffstück zusammenschlage, geht meine Nahtrichtung, meine Nahtzugabe schon in eine Richtung weg. Das finde ich wunderbar. Ich schlage jetzt nur ganz locker mein oberes Stoffstück zurück, nicht mit Effekt, dann habe ich nachher die Naht auf der anderen Seite, das möchte ich nicht, das heißt locker. Ich lege das einfach nur locker hin, halte das Ganze und kann dem Ganzen, der ganzen Rundung jetzt eine Form geben, ganz einfach und natürlich, ohne dass das die Naht stresst. Was auch schön ist, wenn wir hier gucken, hier habe ich jetzt gar nicht mehr den Bogen richtig. Ich habe das hingelegt, ich lasse das sich legen, wie sich das legt. Und ich habe eine wunderbare natürliche Form. Ich konnte jetzt hingehen und sagen, oh, das war aber da, ich stresse das so ein bisschen. Dann habe ich aber eine gewellte Form. Das heißt, wenn ich zulasse, dass das Ganze ganz natürlich fällt, dann gleicht mein Werkzeug, dann gleicht das Rollen über diese Naht, das ich hier mit dem Werkzeug umsetzen kann, Fehler in meiner Naht aus. Ich markiere euch das mal. Moment. So. Hier an dieser gezeichneten Stelle, da ist die Falte. Da hat sich mein Stoffstück nach außen geschlagen. Und er hat genau ausgeglichen, was ich hier falsch abgeschnitten habe. Seht ihr hier? Hätte ich entlang schneiden müssen. Das heißt, meine Naht wäre ein bisschen weiter nach innen gewandert. Und genau das passiert ganz automatisch, wenn ich mein Stoffstück einfach nur umschlage und das Ganze mit diesem Rollerbügel. Und überall da, wo wir krumm genäht haben, wird auf diese Weise diese krumme Naht wieder ausgeglichen. Das Ganze liegt gut. Mein nächstes Stoffstück würde ich nun hier anlegen. Das ist die nächste Bahn. Dieser kleine Macron, den ich hier habe, tada, hier, das ist ein Nadelschleifer. Das heißt, wenn meine Nadeln so stumpf sind, dass auch ein einfaches Mal abziehen, wie das mit Seife zum Beispiel möglich ist, nicht mehr hilft, dass sie richtig stumpf und schartig sind, dann ist das mein Werkzeug. Hier kann ich meine Nadel hineinschieben, drücke das ein bisschen zusammen und ziehe die Nadel einfach wieder raus. So, ich weiß nicht, ob man jetzt hier sieht, wir versuchen das mal einzufangen. Da, jetzt haben wir eine Nahaufnahme. Das ist unsere Nadel vorher. Ziehen die mal einmal durch den Macron. Reinstecken, zusammendrücken, reinstecken, zusammendrücken. Und
Ich hoffe, man sieht es. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber man spürt es deutlich. Man hat eine tatsächlich glattere Nadel. Und wenn man nun hingeht und das Ganze wieder zusammensteckt, hat man auf jeden Fall scharfe Nadeln. Und es erhält die Langlebigkeit der Nadel. Man spürt es. Man spürt einfach einen Vorher-Nachher-Effekt. Und das finde ich ebenfalls super gut. Also diese beiden Werkzeuge werdet ihr in meinen Videos nun ganz oft sehen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten und viel Vergnügen beim Arbeiten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.